Sehr gut, du hast mich gefunden. Das waren spannende und lehrreiche Momente im Labor, nicht wahr? Professor Paracelsus hat dir von einem grünen, blauen und grauen Wasserstoff berichtet. Wasserstoff kann in unterschiedlichen Sektoren eingesetzt werden. Hast du Beispiele dieser Anwendungen schon kennengelernt? Wenn nicht, solltest du später zum Hügel oder zum Flughafen gehen. Doch zuvor werde ich dir die unterschiedlichen Farben des Wasserstoffs erklären. Folge mir, wenn du soweit bist. Das sind die verschiedenen Farben des Wasserstoffs. Die Farben verwenden wir nur im übertragenen Sinne, zu Definitionszwecken. Das Gas an sich ist natürlich farblos. Greife einfach hinein und ich erkläre dir zu der jeweiligen Farbe die Herstellung und Hintergründe. Der graue Wasserstoff. Dieser wird über Dampfreformierung von Kohlenwasserstoffen, meist Erdgas, erzeugt. Dabei werden erhebliche Mengen CO2 freigesetzt. In den frühen 2020er Jahren war fast aller Wasserstoff grau. Stell dir mal vor, die Herstellung von 1 Tonne grauem Wasserstoff setzt rund 10 Tonnen CO2 frei und verstärkt den Treibhauseffekt enorm. Damit kann man also keine Klimaziele erreichen. Dazu kommt, dass wir in den frühen 20er Jahren noch abhängig von wenigen Ländern bei fossilem Gas waren. Unsere Versorgungssicherheit hing also von diesen Ländern ab. Mit erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff können wir mehr Inlands produzieren, aber auch mehr diversifizieren, also aus mehr Ländern importieren. Hast du die anderen Farben schon kennengelernt? Der graue Wasserstoff wird in der heutigen Zeit nicht mehr verwendet. Vielleicht findest du heraus, welchen Wasserstoff wir heutzutage benutzen. Greife nach dem entsprechenden Molekül. Der blaue Wasserstoff. Sehr interessant. Hier kamen, wie auch beim grauen Wasserstoff, fossile Energieträger zum Einsatz. Aus Erdgas beispielsweise konnte unter hohen Temperaturen Wasserstoff gewonnen werden. Ein Nebenprodukt davon war CO2. Dieses wurde allerdings nicht wie beim grauen Wasserstoff freigesetzt, sondern mittels einer bestimmten Abscheidungs- und Speicherungstechnik, dem sogenannten CCS, Carbon Capture and Storage, in den Boden eingelagert. Allerdings gehen damit auch Risiken einher. Was, wenn in ferner Zukunft jemand diese Lager wieder öffnet? Wie kommunizieren wir mit Menschen in 1000 Jahren, damit sie diese Lagerstätten geschlossen halten? Bei der Förderung von Erdgas wird Methan frei. Wusstest du, dass dieses Gas 80 Mal klimaschädlicher ist als CO2? Zusätzlich hat der Bezug von Erdgas leider geopolitische Abhängigkeiten und hohe Preisschwankungen mit sich gebracht. Langfristig klimafreundlich und resilienter ist daher nur der grüne Wasserstoff. Es gibt noch einen weiteren Wasserstoff. Möchtest du die Hintergründe zu dieser Farbe kennenlernen? Greife nach dem entsprechenden Molekül. Der grüne Wasserstoff. Sehr gut. Durch ihn konnten wir die Pariser Klimaziele erreichen und die globale Temperaturerhöhung auf weniger als 1,5 Grad Celsius begrenzen. Der Weg dorthin war aber nicht einfach. Zur Herstellung des grünen Wasserstoffs brauchen wir Strom aus erneuerbaren Energien. Die mussten zu deiner Zeit aber erstmal noch weiter massiv ausgebaut werden. Dafür waren wichtige politische Entscheidungen notwendig, um die Energiewende schnell voranzutreiben. Wir können mit Strom aus diesen erneuerbaren Energien nun Wasserstoff herstellen, ohne dass CO2 ausgestoßen wird. Grundlage dafür ist Wasser, das mittels Elektrolyse in die Komponenten Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Damit können wir jetzt auch überschüssigen Strom aus Wind- und Sonnenenergie in Form von Wasserstoff speichern. Sehr gut. Nun kennst du die wichtigsten Farben des Wasserstoffs. Daneben gibt es noch türkisen Wasserstoff. Dieser entsteht bei der thermischen Spaltung von Methan, der sogenannten Methanpyrolyse. Außerdem gibt es noch gelben Wasserstoff aus dem aktuellen Strommix, roten Wasserstoff, der aus Atomstrom, und braunen Wasserstoff, der aus Kohlestrom hergestellt wird. Wasserstoff kann in den unterschiedlichsten Sektoren zum Einsatz kommen.
zum Beispiel im Verkehrssektor. Wie genau dort Wasserstoff eingesetzt wird, erfährst du im Flughafen. Triff mich doch dort.